Hallo und willkommen in meiner Küche. Es gibt die ersten Aprikosen und damit Aprikosenkuchen. Zunächst kleide ich den Boden meiner Springform von 24 cm Durchmesser mit einem Backpapier aus. Dazu lege ich den Boden auf das Papier und schneide großzügig drum herum. Mit dem Papier bedeckt spanne ich den Boden nun in den Rand ein. Dabei muss man darauf achten, dass der Boden fest in der Rille sitzt und nicht doch noch herausrutschen kann. Ich lasse immer einen Papierrand überstehen, dann ist die spätere Handhabung des Kuchens einfacher. Das Papier fette ich noch schnell mit etwas Butter ein. Die Zutaten werden abgewogen und bereitgestellt und danach heize ich den Backofen auf 180 Grad Celsius vor. Der Kuchenteig ist ganz einfach zuzubereiten. Man braucht nicht einmal einen Handmixer. Ein Schneebesen reicht völlig. In meine Schüssel gebe ich zunächst die Sahne. Wenn die Sahne wie hier ein wenig fest ist, macht das nichts. In die Sahne gebe ich den Zucker und verrühre ihn, damit er sich auflösen kann. Dazu gebe ich 3 Eier, zunächst eins, dann die 2 anderen. Hierbei braucht man keinerlei Ehrgeiz zu entwickeln. Alles wird verschlagen und sollte einfach nur eine homogene, gleichmäßige Masse sein. Da das Backpulver zum Verklumpen neigt, siebe ich es in das Mehl und rühre es ein klein wenig unter. Letzteres gebe ich nun auf einen Schwupp in meine Sahne-Ei-Mischung. Vorsichtig rühre ich alles unter. Wer genau hinsieht, sieht hier und da ein paar Klümpchen, aber keine Panik, die saugen sich noch mit Flüssigkeit voll und werden sich auflösen. Den Teig stelle ich zur Seite und nun bereite ich die Aprikosen vor. Sie wurden bereits gewaschen. Sie müssen einfach nur halbiert und geöffnet werden. Der Stein wird herausgenommen und falls noch Reste vom Stängel am Ansatz zu sehen sind, werden diese auch abgeschnitten. Ebenso wird die Frucht auf schlechte Stellen kontrolliert, die natürlich herausgeschnitten werden. Mein Ofen ist heiß und ich kann mit dem Backen anfangen. Den Teig rühre ich noch einmal kurz durch und schütte ihn nun in meine Springform. Da Aprikosen gepflückt werden, bevor sie wirklich reif geworden sind, kommen sie bei uns immer noch sehr fest an. Dann ist es gut, wenn man sie einige Tage zusammen mit reifem Obst liegen lässt, denn Aprikosen können nachreifen. Die Aprikosen verteile ich auf der Oberfläche und ab damit in den Ofen für zunächst einmal 10 bis 15 Minuten. In dieser Zeit bereite ich den Belag des Kuchens vor. Dazu gebe ich die Butter in eine Pfanne, lasse sie erhitzen und zwar so lange, bis sie schön brodelt und kocht und an einigen Stellen eine leichte Bräune zeigt. Beim Kochen geht es ja immer um die Röstaromen und die bekomme ich, wenn ich die Butter ein klein wenig braun werden lasse. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, lasst sie einfach nur schmelzen und gebt dann die restlichen Zutaten hinzu. Zunächst das Mehl, denn in der Butter wird es nicht klumpen. Und dann die Mandeln und anschließend den Zucker. Alles wird durchgerührt und erwärmt. Zum Schluss gebe ich noch 2 Esslöffel Milch dazu und rühre auch diese ein. Fertig. Nach der ersten Backzeit hole ich den Kuchen aus dem Ofen. Er ist noch weit davon entfernt, gar zu sein. Die Mandelmischung wird nun auf dem Kuchen verteilt. Damit das einigermaßen gleichmäßig wird, teile ich die Mandeln in 4 Teile ein und verteile jeweils 1/4 der Masse auf einem entsprechenden Viertel der Teigoberfläche. Mit 2 Löffeln geht es besser.
Dann wird der Kuchen weiter gebacken und zwar 25 Minuten bei denselben 180 Grad Celsius. Gegen Ende der Backzeit mache ich mit einem Zahnstocher eine Garprobe. Er wird in der Mitte des Kuchens in den Teig gesteckt. Kommt der ohne daran klebenden Teig wieder heraus, ist der Kuchen gar. Die Oberfläche hätte ich gerne noch etwas brauner, also knuspriger, weswegen ich den Kuchen noch 3 Minuten unter dem Grill bräunen lasse. Das ist aber die Eigenart eines Gasbackofens. Bei der klassischen Ober-Unterhitze wird es wahrscheinlich nicht nötig sein. So sieht der Kuchen nach dem Übergrillen aus. Ich lasse ihn ein paar Minuten auskühlen. Mit einem Messer schneide ich entlang des Randes. Es kann sein, dass etwas von der Mandelmasse am Messer hängen bleibt. Die muss dann entfernt werden. Ich öffne die Springkuchenform vorsichtig und vergewissere mich, dass der Teig nicht doch noch am Rand kleben bleibt. Den Boden der Form entferne ich ebenfalls. Mit einem Messer schiebe ich den heißen Kuchen an den Rand des Drahtes und hebe das Papier an. Mit der linken Hand greife ich das Blech. An der gegenüberliegenden Seite halte ich das nun überstehende Papier fest und mit der linken Hand kann ich nun den Metallboden wegziehen. Den Kuchen lasse ich weiter auskühlen. Natürlich möchte ich den Kuchen noch auf meine Kuchenplatte setzen. Meinen Tortenheber schiebe ich dazu zwischen Papier und Kuchen, wobei ich den Kuchen so drehe, dass er auf die Schaufel gehoben wird. Sobald ich kann, hebe ich den Kuchen auf meine Tortenform. Da beim Wegziehen der Schaufel der Kuchen auch noch auseinanderbrechen kann, halte ich den Rand des Kuchens breitflächig fest und ziehe dann den Tortenheber langsam darunter weg. Der Kuchen kann jetzt noch weiter auskühlen und sich seines kurzen Lebens erfreuen. Showtime! Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Kuchen wird angeschnitten und so sieht er von innen aus. Der Teig ist schön saftig und die Aprikosen sind weich, in den Teig eingesunken und umgeben von der Mandelmasse. Nach meinem Dafürhalten passt ein Earl Grey Tee viel besser zum Kuchen als Kaffee. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Der Kuchen lässt sich übrigens ohne Qualitätsverlust problemlos einfrieren und notfalls in der Mikrowelle wieder auftauen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!